Unsere Rundreise in Japan geht weiter. Zweiter Stopp, ich glaube, jeder wird es erkennen, im Hintergrund der schneebedeckte Fuji. In diesem Video zeigen wir euch alles, wie ihr hinkommt, wo es die besten Aussichten gibt. Viel Spaß! Good morning! Unsere Rundreise in Japan geht weiter. Nach nur 2 Tagen wird es schon Zeit, Tokio wieder zu verlassen und wir fahren jetzt zum Kawaguchi-See. Genauer gesagt nach Fuji Kawaguchiko, von wo aus man eine traumhafte Aussicht auf den Fuji-Vulkan haben soll. Wir haben uns schon Tickets vorher online geholt mit dem Bus, dauert ungefähr 2 Stunden. Gleich geht's los. Knapp 2 Stunden später, wir sind angekommen hier bei der Station Fuji Kawaguchiko. Jetzt heißt Füße in die Hand nehmen, weil wir müssen laufen. Hier ist Japan, das heißt Geld für Taxi ist gar keine Option. Wie lange dauert so? Ich glaube so 20 Minuten zu Fuß ungefähr. Und man merkt schon, dass es hier deutlich kühler Oh ja. ist. Ich glaube, wir müssen erstmal Jacke anziehen. Das sieht total schön aus hier, oder? Man muss hier auch seine Schuhe ausziehen. Helen macht gerade noch den Check-in. Ich zeige euch in der Zeit mal hier den Gemeinschaftsbereich. Der ist wirklich riesig und auch schön warm. Es gibt einfach hier sogar Hängematten, also richtig chillig. Und die Küche, da gehen wir auch mal gleich rein, die ist auch richtig groß, super ausgestattet. Mal hier, können wir mal euch zeigen. Also wirklich viele Sachen zum Essen zubereiten, Kühlschrank, viel Geschirr und so weiter. Free Coffee and Water and Tea. Ja, also erster Eindruck ist super schön, super ordentlich, gefällt uns gut. Und auch hier gibt es Laundry Service, Laundry Room. Und wenn man länger als 3 Tage bleibt, kann man das einmal free nutzen. Wir bleiben 3, dürfen es aber trotzdem. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Den mein einzigen Pulli, den wir haben, mal waschen. Gehen wir raus. Die Terrasse und auch die Dachterrasse hier oben drüber, die lohnt sich in erster Linie bei klarer Sicht auf den Mount Fuji, dessen schneebedeckten Gipfel ich so ein bisschen durch die Wolken sehen kann. Wirklich beeindruckend und wir müssen jetzt noch ungefähr so eine halbe Stunde warten, bis unsere Zimmer ready sind. In der Zeit gehen wir mal zu Family Mart und 7-Eleven, kaufen was zum Frühstücken für Abendessen, weil die Küche wirklich gut ausgestattet ist und dann zeigen wir euch die Zimmer nochmal hier. By the way, Case House ist eine Hostelkette. Hier in Japan gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt. Und hier gibt es sogar 2 Stück. Einmal Case House Fuji View und Case House Mount Fuji. Die liegen auch nicht weit voneinander entfernt. Wir sind im Case House Fuji View. Übrigens erst das 2. Mal auf Weltreise, also in 13 Monaten, dass wir überhaupt einen Dorm haben. Das hatten wir sonst nur in Singapur. Das ist eigentlich in Mittel- und Südamerika und gerade Südostasien eigentlich nie notwendig. Aber hier, würde ich sagen, kann man das schon mal machen, vor allem weil es halt wirklich einfach ein Doppelbett ist. Und es ist wirklich groß und bequem. Gucken wir uns mal die Dusche noch an und vor allem die Toiletten hier in Japan, weil die sind ja ganz besonders. Die weltbekannten japanischen Toiletten mit Knöpfen. Test. Oh mein Gott. Klobrille ist einfach beheizt. Oh mein Gott. Sehr nice. Ich habe hier gerade was richtig Cooles entdeckt. Und zwar kann man hier so einen QR-Code scannen und hat dann den Wetterbericht sehr detailliert hier für den Mount Fuji. Und dann kann man sich zum Beispiel hier anschauen und für morgen sieht es richtig gut aus. Man sieht es hier von 9 Uhr bis 6 Uhr abends. Clear Sonne. Also ich hoffe, dass wir dann morgen richtig guten Blick drauf haben. Ohayo gozaimasu, guten Morgen bei bestem Wetter. Ich stehe jetzt hier gerade auf unserem Rooftop mit traumhafter Aussicht auf den Fuji. Es könnte nicht besser sein. Aber das war erst der Anfang. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir heute auf den Fahrrädern unterwegs. Die kann man sich hier direkt in der Unterkunft leihen. Für einen Tag kostet ein Fahrrad 1000 Yen. Und wir haben ein paar coole Spots rausgesucht, die wir heute uns anschauen wollen, von wo aus wir einen richtig coolen Blick auf den Mount Fuji haben. Die letzten Meter werden geschoben. Ja, es war ein bisschen anstrengend jetzt zuletzt. Trotz der Temperatur ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber jetzt sind wir da. Unser erster Stopp ist die Chureito-Pagoda. Das waren jetzt so, keine Ahnung, 20 Minuten mit dem Fahrrad. Das ist ein weltbekanntes Motiv. Gleich werden wir es sehen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen. Hier hinter mir sieht man die Pagode. Leider blühen die Kirschblüten hier noch nicht. Wir waren ja in Tokio ein paar Tage, da ist es schon in voller Pracht. Hier
Ein paar, aber noch nicht so viele. Aber ich glaube, das wird der Aussicht auf den Fuji keinen Abbruch tun. Und Wow. Ich habe schon sehr oft auf Fotos gesehen, aber es in echt zu sehen ist doch mal eine andere Nummer. krass. Unfassbar schön. Ja. Also auf jeden Fall ultra krass jetzt hier zu stehen vor dem 3776 Meter hohen Fuji, der ja auch ein aktiver Vulkan ist. Man kann den sogar besteigen, allerdings nicht jetzt, sondern nur in den Sommermonaten, ich glaube zwischen Juli und September. Das würden wir natürlich schon auch gerne machen, vielleicht kommen wir irgendwann noch mal im Sommer wieder zurück. Aber jetzt den Blick hier zu genießen, ist auch schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also ich habe es schon ganz oft auf Bildern gesehen, dieses typische Postkartenmotiv mit der Pagode, dem schneebedeckten Fuji im Hintergrund. Das ist traumhaft schön. Es ist einfach unfassbar schön. Wir wollen auch nochmal dieses herrliche Wetter hervorheben. Wir haben hier strahlenden Sonnenschein, blauen Himmel. Es ist richtig warm geworden. Ich meine, wir stehen hier im T-Shirt Mitte März in Japan. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und wir haben sogar hier schon eine blühende Kirschblüte gefunden. Ich muss auch noch mal dazu sagen, der Eintritt hier ist kostenlos und man sollte wirklich früh da sein, aus 3 Gründen. Erstens hat man morgens die höchste Wahrscheinlichkeit, einen wolkenfreien Fuji zu sehen. Zweitens hat man ein besseres Licht, weil dann gegen Mittag steht halt der Fuji hinter der Sonne. Dann ist es nicht mehr ganz so schön zum Fotos machen. Und drittens ist es etwas leerer. Das haben wir jetzt schon gemerkt, obwohl wir jetzt nicht ganz früh waren. Hat sich jetzt schon ziemlich gefüllt. Aber ich meine, dafür, dass es einer der bekanntesten Spots in ganz Japan wahrscheinlich ist es immer noch ziemlich in Ordnung. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zurück in die Stadt, weil da gibt es auch noch eine sehr nice Aussicht auf den Fuji. Wir sind hier jetzt bei der Shimo Yoshida Honsho Street. Die ist bekannt, weil sie die perfekte Leading Line ist zum Mount Fuji. Aber hier stehen auch überall Ordner, die aufpassen, dass man nicht zu viel auf der Straße rumrennt. Da gibt es so einen Viewpoint, wo man die Straße perfekt sehen kann. Mega nice. Hier sind wir jetzt am Kawaguchi-See mit dem Panorama auf Mount Fuji, der sich allerdings immer mehr in Wolken verhüllt. Ab und zu kann man noch mal den schneebedeckten Gipfel sehen. Aber es war so vorhergesagt, dass es sich nachmittags ein bisschen zuzieht. Aber es ist gar nicht schlimm. Das Wetter ist trotzdem wirklich schön. Und wir fahren jetzt noch ein Stück weiter. Da gibt es noch den Oiho Park, heißt der, glaube ich. Oishi Park. Das soll auch noch ganz schön sein. Und es macht einfach Spaß, hier um den See mit dem Fahrrad zu fahren. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Das hilft unserem Kanal immer sehr weiter. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, zum Beispiel wie unsere Japan-Reise weitergeht, dann freuen wir uns auch über ein Abo. Und jetzt geht's weiter im Video. Hier am Oishi Park, da ist ein Spielplatz, es gibt ein paar Restaurants mit einem schönen Blick, wo man noch einen Kaffee trinken kann. Das machen wir jetzt auch gleich noch zum Abschluss. Aber es gibt hier insgesamt 5 Seen und noch verschiedene Orte. Also man kann hier noch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Es gibt sogar einen Freizeitpark hier, das haben wir nicht erwartet, aber haben wir auf dem Hinweg gesehen. Der ist sogar gar nicht mal so klein, da gibt es auch ein paar coole Achterbahnen. Also wenn ihr darauf Bock habt, mal Achterbahn fahren mit Blick auf Mount Fuji, kann man hier auch machen. Der sieht richtig cool aus, aber ist ein bisschen zu teuer für uns. Ja, aber hier hat es uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es war was ganz Besonderes für uns, mal den Mount Fuji hier in echt zu sehen. Ich hoffe, das kommt in dem Video auch gut rüber. Und wir schreiben dazu natürlich auch nochmal einen Blogpost. Falls ihr nochmal was nachlesen wollt, dann findet ihr das unter www.betterbeyond.de. Und jetzt geht unsere Reise in Japan noch weiter. Und zwar haben wir was ganz Besonderes vor. Unser nächster Stopp ist Kyoto und da fahren wir mit dem Shinkansen hin. Also macht's gut und wir sehen uns in Kyoto wieder. Ciao, ciao. Ciao. Und man ahnt es nicht, aber vor uns ist ein fast 4000 Meter hoher Berg. Wow. Gut gerettet. Hier auf unserer Hello, good morning. Shimo Yoshida. Nee, was soll ich denn sagen? Let's go. Sieht auch cool aus. Wäre es wert, das Bier aus Laos zu ersetzen? Ehrlich gesagt schon, ja. Das kann nur besser werden.